Hallo und herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie. Mein Name ist Panto Trifkovic, ich bin Künstler und Inhaber der Galerie Panto Art. Heute heißt es wieder 5 Minuten mit. Und mein heutiger Gast, der ist heute nicht im Panto Art in der Galerie, sondern hat im Vorfeld für sich selber die Fragen, die ich ihr gesendet habe, es handelt sich um eine Künstlerin, und diese Fragen per Video beantwortet und mir dieses Video zugesendet. Und ich freue mich sehr, die Künstlerin Silvia Kölbel präsentieren zu dürfen und ihre Antworten auf meine 5 Fragen, die ich ihr gestellt habe. Und hier haben wir die erste Frage. Und die erste Frage ist ein Assoziationsspiel, in dem ich Silvia gebeten habe, in 5 Wörtern ihre Art, Kunst zu machen, zu beschreiben. Schauen wir uns die Antworten an. Möglichst fotorealistische Darstellung der Schöpfungsvielfalt. Das war knapp, aber präzise auf den Punkt gebracht. Genau so arbeitet nämlich Silvia. Und wenn man ihre Bilder anschaut und ihre Darstellungen von Tieren, dann erkennt man auch ziemlich gleich, dass es nicht darum geht, nur präzise und fotografisch genau die Tiere darzustellen, sondern ihre Handschrift ist die, dass sie den Tieren eine Seele verleiht. So wie wenn sie vor einem stünden. Also einfach wunderbar. Ich komme gleich zur nächsten Frage, die ich Silvia gestellt habe. Und zwar wollte ich wissen, was denn die Silvia inspiriert, Kunst überhaupt zu machen. Was ist das, was sie motiviert? Und hier ist ihre Antwort. Das Bemühen, sensorisch Wahrgenommenes bestmöglich festzuhalten und wiederzugeben. Es ist ein innerer Drang, es ist aber auch Frust und Zweifel während des Prozesses selbst und es ist eine endlich befreiende Erlösung, wenn das Werk einigermaßen gelungen ist. Auch diese Antwort sagt ganz viel aus über die Art und Weise, wie Silvia arbeitet, woher sie ihre Inspiration nimmt, nämlich in den direkten Kontakt mit den Tieren, auch von den Fotos her spürt sie die Verbindung zu der Natur, zu den Tieren. Das ist einfach einzigartig. Und meine nächste Frage, die ich Silvia gestellt habe, da geht es darum, dass ich wissen wollte, wie denn Silvia ihre Kunst, ihre Bilder der Öffentlichkeit zugänglich macht. Und sie hat wirklich einiges zu erzählen. Schauen wir uns das an. Seit ich wieder zu malen begonnen habe, habe ich auf Wunsch von einigen Kolleginnen mir eine eigene Website eingerichtet und die ist seit 2013 auch online und da stelle ich immer meine neuesten Werke vor und alles, was schon etwas länger zurückliegt, ist in eigenen Kategorien dort in verschiedenen Abteilungen zu sehen. Ich habe schon einiges wegnehmen müssen, weil sich der Polster schon sehr gefüllt hat. Weiters habe ich Kunstseiten oder Künstlerseiten bei Red Art, beim Galeriestudio 38, wo ich immer ausgewählte Werke in einem gewissen Umfang präsentieren kann. Seit neuestem habe ich auch bei Public Artist eine eigene Künstlerseite. Außerdem nehme ich ebenfalls seit 2013 an verschiedenen Ausstellungen teil, Einzelausstellungen und Gruppenausstellungen, wobei ich heuer 4-mal schon bei Panto Art ausgestellt habe, worüber ich sehr glücklich bin, was jetzt auch die Möglichkeit bietet, mich in diesem Kreis und auf diese Art und Weise mal vorzustellen. Danke schon mal für diese wunderbaren Antworten bis jetzt. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, Silvia hier in Panto Art zu haben, und ich freue mich auf ganz viele weitere, hoffentlich, Ausstellungen, die noch stattfinden werden. Aber es gibt eine Frage, die ja ein bisschen knifflig ist und die ich der Silvia auch gestellt habe. Und da geht es nämlich darum, wenn du die Möglichkeit hättest, welches Kunstwerk
würdest du besitzen wollen und warum vor allem? Das ist also irgendwie ja, eine knifflige Frage. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was die Silvia geantwortet hat. Das ist an sich eine sehr gemeine Frage, weil es natürlich Kunstschätze auf der Welt gibt, die man sicherlich gerne selbst haben würde. Aber ich kann das Ganze eher dann jetzt global beantworten, indem ich sage, für mich ist die Natur in ihrer ganzen Vielzahl und Ausgestaltung und Schönheit ein einziges Kunstwerk, das ich gern beschützen würde und deshalb auch gern besitzen möchte. Es war ja fast zu erahnen, was Silvia da sich dabei gedacht hat bei dem. Also die Natur und alles rundherum, also das ist ja, war schon eigentlich von der ersten Beantwortung klar, dass das in diese Richtung geht. Und also daher auch eine ungewöhnliche Antwort im Sinne, eine Natur zu besitzen zu wollen. Aber letztendlich sie zu beschützen und sich um die zu kümmern. Das ist ihr Anliegen und das macht sie auf diese Art und Weise, macht sie aufmerksam, uns alle, dass es da noch andere Lebewesen auf diesem Planeten gibt und nicht nur uns. Und meine letzte Frage, die ich Silvia gestellt habe, da geht es darum, was wir denn künftig von Silvia erwarten können. Wie schaut es in der Zukunft aus? Wie und was plant sie denn? Wie geht es weiter? Und hier ist ihre Antwort. Also an sich hoffe ich, dass ich noch längere Zeit die Möglichkeit habe, mit meiner Feinmotorik und meinen Augen genug Konzentration und Wiedergabemöglichkeit zu haben, dass ich überhaupt malen kann. Weil das ist eines meiner schönsten Hobbys. Ich möchte mich in allen Techniken, die ich beherrsche oder beherrschen möchte, noch verbessern. Das ist einmal ein globales Ziel. Aber ich habe auch noch eigene Pläne, was die Motivwahlen angeht. Ich möchte komplizierte Bildzusammenstellungen versuchen, bestmöglich aufzulösen, wiederzugeben. Vor allem natürlich Tiermotive. Aber ich möchte auch auf die Serien, die ich schon begonnen habe, zurückgehen und weiterarbeiten, wie zum Beispiel die Makrofotoserie meiner Tochter Sandra, wo ich verschiedene Motive wie Gegenlicht, Tropfenwelt und verschiedene Pflanzenmotive auch habe, die ich dann darstellen möchte. Also doch ein bisschen eine andere Region, in der ich mich bewegen möchte. Und dann möchte ich eine begonnene Serie, die Schmetterlinge beinhaltet, auch weiter fortsetzen. Das ist in Acryl, in einem speziellen Format, da wo ich schon 18 Stück gemacht habe, und da möchte ich noch einige weitere schöne Exemplare malen. Ich hoffe, es bleibt mir die Zeit, alle diese Dinge zu verwirklichen, die ich jetzt genannt habe und die ich mir noch wünsche, vollenden zu können. Also eine Technik, die ich in meiner Jugend, will ich sagen, beherrscht habe, aber sehr gerne genützt habe, um Bilder oder auch Gegenstände schöner zu machen, war das Malen mit Emaille-Lackfarben, wobei ich Gläser, Lampenschirme, alles was runtergekommen ist, damit bemalt habe, auch Kacheln, und habe viele Jahre hindurch überhaupt nicht mit diesem Malmittel gearbeitet, habe entdeckt, dass es das immer noch gibt und habe Freude daran, jetzt wieder damit zu beginnen und damit möglicherweise eine Kachelserie zu beginnen. Vielleicht reizen mich auch noch andere Untergründe, aber das ist auch eines meiner zukünftigen Projekte, in die ich mich vielleicht hineinlassen möchte. Liebe Silvia, vielen, vielen Dank für deine Antworten, und die wirklich sehr inspirierend sind und manche auch selbsterklärend sind. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und mögen deine Pläne in Erfüllung gehen, und ich freue mich auch auf weitere Zusammenarbeit mit dir. Und verabschiede mich natürlich an dieser Stelle und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es wieder heißt, 5 Minuten mit. Auf Wiedersehen.